Hier, da ist es. Ich habe es geschafft. Oh. Also, hier, schnell angucken. Ich bin etwas sprachlos. Ich habe jetzt, herzlich willkommen auf dem Nico Stanizow-Kanal erstmal. Also ich habe jetzt fast 2 Wochen gebraucht, um dieses Brot zu backen, das genau so aussieht. Und jetzt ist es gerade direkt aus dem Ofen gekommen und das ist das erste Mal, dass es so aussieht. Also die anderen 10 Brote, die sahen auch nicht schlecht aus und die konnte man auch alle essen. Aber es ging vor allen Dingen darum, dass hier dieses sogenannte Ohr, glaube ich, heißt es, entsteht und dass das so richtig schön aufgeht. Und da sollte jetzt auch ganz viel Luft drin sein, denn das ist das Ziel, ein super luftiges Sauerteig-Weizenbrot. Ja, und also ich habe jetzt hier eine Party mit meinem Kaffee und einem Brot und genieße diesen Moment, Und wenn du wissen möchtest, wie man so ein super knuspriges, luftiges Sauerteig-Weizenbrot backt, dann, dann bleib dran und ich zeige dir, wie das geht. Gehen wir los und backen mal ein Weizenbrot. Cheers! Ja, wir sind jetzt am Abend vorher und zwar habe ich da mein Anstellgut nochmal gefüttert und zwar mit 30 Gramm Mehl und 30 Gramm Wasser. Übrigens, das ganze Rezept ist nochmal auf meiner Homepage zu finden. Der Link dafür ist hier unten in der Infobox. Ja, also das Anstellgut nochmal gefüttert. Wenn du noch kein Anstellgut hast, dann verlinke ich dir hier mal den Beitrag vom lieben Mike von Kochen, Backen und Wursten mit Mike. Der hat da wirklich einen wunderbaren Beitrag, wie man sich so ein Anstellgut selber züchten kann. Einfach mal anschauen, wenn du noch keins hast. So, das Anstellgut habe ich dann 12 Stunden ruhen lassen. Also hier sind es gerade 30 Grad in der Nacht, also ideale Temperaturen. Ja, wenn es bei dir nicht ganz so warm ist, dann ist das jetzt auch nicht dramatisch. So, dann als nächstes, am nächsten Tag steht der Autolyseteig auf dem Programm als erstes. Und zwar habe ich da 330 Gramm Mehl, 70 Gramm Vollkornmehl und 260 Gramm Wasser verrührt bzw. verknetet. Dabei ist wichtig, dass wirklich das gesamte Mehl mit Wasser in Berührung kommt. Also knete das richtig gut durch. Das sorgt nämlich dafür, dass sich das Gluten entwickelt. Und wir ohne großartig rumkneten zu müssen, einfach sich eine gute Glutenstruktur entwickelt. Das Ganze muss 3 Stunden ruhen. Und im Anschluss daran ist dann gleich der Sauerteig dran. Und zwar kommen dafür 75 Gramm Mehl, 75 Gramm Wasser und eben das Anstellgut, das sind ja auch 75 Gramm, in eine Schüssel. Und das verrühren wir kurz. Ja, und den Sauerteig und den Autolyseteig, den lassen wir dann abgedeckt für 3 Stunden ruhen. Und danach können wir die beiden dann schon miteinander verheiraten sozusagen. Ja, ich weiß nicht, ob es auffallen würde, wenn ich es nicht erwähnen würde. Aber ich habe hier den Fehler gemacht, nicht mir die Hände feucht zu machen. Das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, immer vor dem Verarbeiten die Hände kurz anfeuchten, weil der Teig ist recht klebrig und es geht dann wesentlich einfacher, den Teig zu verarbeiten. Ich habe hier den Fehler gemacht, in den Teig gehören 65 Gramm Sauerteig. Und ja, wer schnell mitgerechnet hat, der wird feststellen, dass ich hier jetzt gerade 215 Gramm, glaube ich zumindest, 215 Gramm Sauerteig reingemacht habe, was natürlich 3-mal so viel ist wie vom Rezept her vorgesehen. Aber da habe ich halt total geträumt und war so dermaßen konzentriert darauf, das Ganze super aufzunehmen, dass ich da, wie gesagt, einfach jetzt zu viel von reingemacht habe. Nichtsdestotrotz, das Prinzip ist das gleiche. Den Autolyseteig und den Sauerteig verkneten für 5 Minuten, 30 Minuten ruhen lassen. Und dann kommt das Salz dazu, 7,5 Gramm in dem Fall. Das macht das Brot schön würzig.
Ja, also das Salz dann auch einkneten, ungefähr 5 Minuten. Also 4 bis 5 Minuten den Teig kneten, abdecken und dann wieder 30 Minuten ruhen lassen. Und nach den 30 Minuten, da kommt das sogenannte Laminieren. Das hilft einfach, dass sich die Glutenstruktur noch besser entwickelt, dass es noch stärker wird, dass sich dann ein starkes Gerüst bildet, dass das Brot nachher beim Backen auch ordentlich aufgehen kann mit richtig viel Lufteinschluss. Dafür habe ich jetzt hier eben die Arbeitsfläche dünn mit Wasser eingerieben, den Teig draufgestürzt, dann den Teig so dünn wie möglich zu einem möglichst großen Rechteck ausziehen und dann zusammenfalten. Und zwar habe ich jetzt den einmal von unten zur Mitte hin eingefaltet, dann von oben zur Mitte hin eingefaltet. Ja, und dann eben, wie zu sehen, von rechts nach links rüber gefaltet und dann nochmal von links nach rechts zur Mitte hin gefaltet. Dann kommt der Teig wieder in die Schüssel, wird abgedeckt und ruht für 30 Minuten. Nach den 30 Minuten, da kommt das sogenannte Dehnen und Falten. Und zwar machen wir das 3-mal. Dafür die Hände anfeuchten und dann den Teig. Und dann müssen wir den Teig hochziehen, zu sich hochziehen und dann zu sich hin sozusagen über den Teig drüber klappen. Die Schüssel, wenn sie nicht schon selber rumwandert, so wie bei mir hier, ein Viertel drehen und den Teig wieder hochziehen und zu sich hinfalten. Und das Ganze wird 4-mal gemacht, also von allen 4 Seiten sozusagen. Also du musst dir die Schüssel also als Viereck mit 4 imaginären Seiten vorstellen. Und genau, das Ganze dann noch 2-mal wiederholen, dazwischen jeweils 45 Minuten den Teig ruhen lassen. Und dann geht es schon ans finale Falten. Dann geht es schon ans finale Formen. Und zwar habe ich hier das Brotkörbchen mit Reismehl ausgestäubt. Dann den Teig mit ein bisschen Mehl abstäuben. Die Arbeitsfläche auch mit ein bisschen Mehl abstäuben. Den Teig draufstürzen. Und dann den Teig ein bisschen anheben und mit Hilfe von einer Teigkarte oder wenn er bei dir Schlesinger heißt, dann mit dem Schlesinger ein bisschen Mehl unter den Teig schieben, dass der möglichst eben nicht anklebt. Wichtig ist, dass die Oberfläche jetzt trotz allem noch sehr klebrig ist, denn wir falten den Teig jetzt zusammen. Und zwar erstmal ein bisschen zu einem Rechteck hinziehen und wie man sehen kann, der ist recht wabbelig und da ist aber auch, wie man sieht, recht viel Luft drin und darum ruhig vorsichtig sein dabei und nicht die Luft rausdrücken. Also den Teig ein bisschen zu einem Rechteck formen und dann einmal zur Mitte hin einfalten von rechts nach links, etwas antippen sozusagen und dann von links nach rechts zur Mitte hin einfalten. Und dann wird der Teig aufgerollt und versucht dabei mit dem Daumen den Teig sozusagen einzufalten und dann eben Spannung aufzubauen. Wenn du nicht so wie ich den ganzen Sauerteig verwendest, dann ist der Teig wesentlich fester an dieser Stelle und das geht wesentlich einfacher und es entsteht tatsächlich eine richtig schicke Rolle, die du dann von der Arbeitsfläche löst und umgedreht dann in das Körbchen legst, also sozusagen mit der offenen Seite nach oben in das Körbchen legen. Schön einpacken wieder und dann kommt das Gärkörbchen für 12 bis 16 Stunden in den Kühlschrank und um den Teig fermentieren zu lassen. Ja, so und am nächsten Tag ist dann der große Backtag. Dafür habe ich mir in den Backofen hier so eine gusseiserne Pfanne gestellt. Wenn du eine hast, verwende die und ansonsten eine Auflaufform. In jedem Fall kommt da nachher Wasser rein, damit Wasserdampf entsteht, wenn wir das Brot backen, die ersten 10 Minuten. Dann das Brot direkt aus dem Kühlschrank auf das Backblech gestürzt, das Mehl nochmal kurz ein bisschen
verreiben und dann mit einem super scharfen Messer einschneiden und nicht so wie ich hier mit so einer Krücke von Rasierklinge, die das Brot mehr oder weniger nur aufreißt, anstatt es einzuschneiden. Das ist definitiv kontraproduktiv. Ja, und dann geht es endlich in den Backofen und dann sofort heißes Wasser hinterher in die Pfanne. Und wie man sehen kann, hey, der heiße Wasserdampf, der da aufsteigt, der tut ganz schön weh an den Fingern, kann ich sagen. Also ordentlich aufpassen dabei. Ja, den Backofen dann gleich verschließen und dann backen wir das Brot für 10 Minuten, wie gesagt, bei 250 Grad mit dem Wasserbad. Dann nehmen wir das raus und backen das Brot in 30 Minuten bei 200 Grad fertig. Ja, und so sah das Brot aus. Eigentlich gar nicht so schlecht. Und am nächsten Tag habe ich dann nochmal eins gebacken. Das sah dann so aus. Ja, und das ist hier mein allererster Versuch. Die flache Flunder. Das Brot hinterher war auch nicht wesentlich höher. Ja, und heute? Ja, okay. Also, jetzt fehlt ja nur noch der finale Aufschnitt, würde ich sagen. Ne? Ich mache mich jetzt hier mal zum Aufschneider. Ich bin ganz schön aufgeregt, weil ich kann ja schließlich nicht reinschauen, aber okay. Na? Nicht spickeln, nicht spickeln, nicht spickeln. Tada! Und, wie sieht's aus? Ich traue mich gar nicht zu schauen. Aber ich muss ja. Super. Okay, das mit dem Aufschneiden übe ich noch, aber hey, ich meine, wer schneidet auch schon ein Brot direkt in der Mitte auf? Macht man ja nicht, ne? Da ist Luft drin, da sind große Luftblasen, eine riesige Luftblase. Also es sieht genauso luftig aus, es fühlt sich richtig locker an. Und es ist durch das viele Wasser auch ein sehr saftiges Brot. Ich habe da jetzt natürlich schon ganz viele von gegessen, deswegen brauche ich das heute nicht zu probieren. Denn eins weiß ich, das schmeckt super lecker. Auch nach dem 10. Brot schmeckt das immer noch super lecker. Insofern kann ich es wirklich sehr empfehlen, es auszuprobieren, es zu backen. Aber wie gesagt, es ist nicht ganz so einfach. Ich hatte so meine Schwierigkeiten, vor allen Dingen der Backofen. Jeder Backofen ist anders. Also ich habe jetzt noch mal ein anderes Setup probiert und habe das Brot hier auf dem Brett, auf Backpapier auf dem Brett und habe das Backblech schon im Ofen gehabt, damit das auch heiß ist und habe dann den Brotleib direkt vom Brett jetzt in den Ofen sozusagen flutschen lassen. Und ich denke, ich werde mir so einen Pizzastein besorgen, der einfach auch noch mehr Hitze speichert und dann zusammen mit so einer gusseisernen Pfanne, die super viel Energie auch aufnimmt, dann geht das Brot wahrscheinlich in Zukunft noch besser auf. Lassen wir uns überraschen, ich werde noch ein paar ausprobieren. Also, das gesagt, verabschiede ich mich für heute. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du zugeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat und wenn dir das Video geholfen hat, dann sei so lieb und lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du dem Kanal Nico Staniszok noch nicht so folgst, dann wäre das jetzt die ideale Gelegenheit, da unten diesen roten Button zu drücken. Da steht Abonnieren drauf. Ja, abonniere den Kanal Nico Staniszok bitte, das hilft mir wirklich sehr und gibt auch ein gutes Gefühl, ja, das gebe ich zu. Also lasst die Community wachsen und ja, ich sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Brot oder was auch immer es gibt. Es wird lecker. Tschüss.